Das IMBW. Das Institut für menschliche Bildung und Weiterentwicklung, häufig als IMBW abgekürzt, ist eine Forschungseinrichtung, die laut erhaltenen Daten Experimente und Projekte unternimmt, die den Transhumanismus zum Ziel haben. Das Institut bemüht dabei zahlreiche wissenschaftliche Bereiche, so etwa genetische Manipulation, chirurgische Eingriffe, kybernetische Verbesserung, Pharmazeutik, psychologische Beeinflussung und Konditionierung, Bildung und Pädagogik, Parabiologie, Traumatologie. Aufgrund von zahlreichen Beweismitteln ist anzunehmen, dass das Institut noch weitere, zumeist mit dem Anomalen verknüpfte Wissenschaftsdisziplinen bedient. Weiterhin ist es dafür bekannt, Menschenversuche vorzunehmen. Teilweise an völlig ahnungslosen Zivilisten, die auf verschiedenen Wegen zu Seminaren oder Kursen eingeladen werden, um verschiedene körperliche oder geistige Fähigkeiten zu erweitern und anschließend im Alltag oder über Nachrichtenkanäle auf Auffälligkeiten hin überwacht werden. Das Gros an Experimenten wird allerdings an Personen durchgeführt, die entweder entführt oder gekauft wurden. Dabei zielt das IMBW zumeist auf Obdachlose, Waisenkinder, illegale Einwanderer und Kriegsflüchtlinge ab. Das Schicksal der meisten Opfer ist ungewiss. Allerdings steht zu vermuten, dass die meisten Experimente ob des stetigen Bedarfs an neuen Testsubjekten tödlich verlaufen. Bisherige Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass das Institut auch gezielt nach bestimmten anomalen Objekten und Entitäten sucht, um ihre Effekte anzuwenden oder sie zu erforschen, und setzt zu diesem Zweck dafür ausgebildete und augmentierte Personen und/oder kleine Truppen ein. Es wurde bereits beobachtet, wie die anomalen Eigenschaften von humanoiden Anomalien erfolgreich auf normale Menschen übertragen wurden. Es ist bekannt, dass das IMBW von mehreren finanziell privilegierten Personen und Institutionen finanziert wird, darunter mehrere Superreiche: Marshall, Carter & Dark Ltd. und Raptor Tech Industries. Im Gegenzug fertigt IMBW Produkte oder arbeitet Verfahren aus, die von den Geldgebern in Auftrag gegeben werden, während es gleichzeitig seine eigenen Studien und Projekte durchführt. Ebenfalls kommt es häufig vor, dass sich die Kunden selber einer Behandlung unterziehen, um auf verschiedenen Wegen bestimmte körperliche oder geistige Fähigkeiten zu erweitern oder gar anomale Fähigkeiten zu erlangen. Geleitet wird das IMBW gegenwärtig von der POI-Professor Alexander Voss, einer humanoiden Anomalie, von der bekannt ist, dass sie sich selbst vielen Experimenten und Verbesserungen unterzogen hat, um transhumanistische Verfahren zu entwickeln. Die Institution und allen voran Professor Voss sprechen der Foundation ihr Lob für die Lokalisierung, Verwahrung und Sicherstellung der Anomalien zum Schutze der Menschheit aus, bringen aber auch Kritik darüber zum Ausdruck, dass Anomalien nicht für die Weiterentwicklung des Menschen und der Gesellschaft benutzt werden. Trotz mehrerer Annäherungsversuche von Seiten des Instituts stuft die Foundation das IMBW als feindselige Organisation ein. Nicht zuletzt deshalb, weil mehrere eingeschleuste Agenten vom IMBW entlarvt und für Experimente herangezogen wurden. Geschichte. Das IMBW wurde 1972 von Professor Voss ins Leben gerufen, mit der Idee, die menschliche Bildung und Weiterentwicklung zu fördern. Mit einem Beginn als kleines Institut entwickelte sich das IMBW zu einer großen Forschungseinrichtung in Berlin. Zu dem Zeitpunkt nahm man an, das Institut sei eine normale bildungsforschende Einrichtung, welche sich mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten von Bildungs- und Erziehungsprozessen beschäftigte. Über die Nutzung von anomalen Objekten und Entitäten oder Menschenversuchen war nichts bekannt. Durch die Finanzierung von verschiedenen Wohltätern sowie bildungsfördernden Organisationen gelang es dem IMBW ab 1987 mehrere Standorte in Deutschland aufzubauen. Die Finanzierung erfolgte öffentlich durch wohlhabende Philanthropen oder akademische Institutionen. Nach dem Mauerfall wurden fast deutschlandweit Seminare und Kurse unter Pseudonymen und fiktiven Veranstaltern vom IMBW angeboten, in denen die Bildung oder körperliche Fähigkeiten der Besucher durch den Umgang mit anomalen Objekten gefördert wurden. Diese waren in der Regel kostenpflichtig. Die Ansätze und Methoden zur Bildung eines Besuchers beinhalteten meist die Interaktion mit anomalen Entitäten und Objekten sowie Memes oder das Erlernen bestimmter Praktiken. Keiner der Teilnehmer wurde hierbei darüber aufgeklärt, dass sie Anomalien ausgesetzt wurden. Das IMBW expandierte ab 1997 weiter in die Schweiz, Österreich und weiteren Ländern wie Belgien und Niederlande. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Foundation fast keine Standorte des IMBW bekannt waren.
Der einzige bekannte Standort war die Einrichtung des IMBW in Berlin. Die Foundation wurde 2004 auf das Institut aufmerksam, da ab diesem Zeitpunkt teilweise erfolgreiche Versuche auf Seiten der Institution getätigt wurden, anomale Objekte und Informationen zu entwenden und für ihre Zwecke zu verwenden. Auch wurden mehrere Infiltratoren entlarvt und festgenommen. Ab diesem Zeitpunkt begann das Institut in den Untergrund zu gehen. Die Foundation nahm mehrere Überfälle vor. Mit Ausnahme des Standortes in Berlin handelte es sich aber bei allen anderen öffentlich gelisteten Adressen des IMBW um bloße Briefkastenfirmen. Der Überfall auf den Standort Berlin war allerdings von Erfolg gekrönt und spielte der Foundation zahlreiche Daten und Anomalien des IMBW in die Hände. Der Wegfall der öffentlichen Geldgeber scheint die Arbeit des IMBW nicht beeinflusst zu haben. Vermutlich wegen der wesentlich größeren Unterstützung durch ebenfalls im Untergrund agierende Personen und Personengruppen. Allerdings hatte der Wegfall des öffentlichen Images zur Folge, dass das Institut seine Studien weitaus aggressiver vorantrieb und die Jagd und Beschaffung anomaler Objekte und Entitäten stark erweiterte. Das Institut bietet noch immer unter falschem Namen Seminare und Kurse an. Diese nun allerdings kostenlos und meist rein zu dem Zweck, ausgereifte Verfahren oder Erfindungen zu testen. Ebenfalls wurde dem IMBW bereits das mutwillige und spontane Freisetzen von Anomalien in dicht bevölkerten Gebieten nachgewiesen. Was aber meist keine direkten negativen Folgen für Betroffene hatte, sieht man von der Ingevars-Entnahme durch die Foundation oder ähnliche Organisationen wie etwa der Global Occult Coalition ab. Organisation. IMBW ist alle voran eine Forschungsinstitution mit Spezialisten für zahlreiche wissenschaftliche Gebiete. Allerdings gehören weitere Abteilungen dazu, die das Institut zu der Gefahr machen, die es ist. Leitung. Die Leitung des IMBW hat Professor Alexander Voss, der Gründer des Instituts für menschliche Bildung und Weiterentwicklung, inne. Aufgrund seines extremen Multitaskings und seiner unerreichten Fähigkeit, mehrere RTI-Titanen gleichzeitig zu steuern, übernimmt er allerdings zur gleichen Zeit noch andere Aufgaben. Größtenteils scheinbar aus Neugier. Forschungsabteilung. Das Herz des IMBW. Die Forschungsabteilung unterteilt sich in zahlreiche einzelne Sektionen, jede auf ihr eigenes Forschungsgebiet spezialisiert. Sie sind untereinander vernetzt, um miteinander Ideen auszutauschen und zusammenarbeiten zu können. Abteilung für die Beschaffung von Personal und Material. Wie der Name vermuten lässt, sind diese Leute beim IMBW zuständig für das Auftreiben von Ressourcen und das Anwerben neuer Mitarbeiter und Anomalbegabter. Ein großer Teil der Manpower wird für die Beschaffung von Testsubjekten verwendet. Findet gerne moralisch fragwürdige Mittel an, da die Bedürfnisse der einzelnen Forschungssektionen immer wieder recht exotisch ausfallen. Jagdeinheit, eine relativ kleine Truppe an Kampfpersonal, die ihre geringe Mannstärke unter anderem durch die Anwendung von RTI-Technologie und hausgemachter Augmentierungen wettmacht. Zuständig für die Gefangennahme von vom IMBW gesuchter oder ausgebrochener Anomalien. Entgegen ihrem Namen sind diese Leute auch für das Aufspüren und die friedliche Beschaffung von neuen Anomalien zuständig. Verübt im Notfall auch Diebstähle und Einbrüche. Mitglieder der Einheit melden sich gelegentlich freiwillig für Experimente des IMBW, in der Hoffnung, dadurch den Status eines Spezialagenten zu erlangen. Abteilung Informationsbeschaffung. Ein Netz aus Spionen und Infiltratoren, die in verschiedene Gruppierungen eingeschleust wurden, auf die das IMBW aus verschiedenen Gründen ein Auge haben will. Sind meist nicht augmentiert, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Spezialagenten, die Antwort des IMBW auf größere Probleme, bevor externe Kräfte wie etwa die Söldnergruppe Primordial dazu geholt werden müssen. Spezialagenten sind Personen, die durch das IMBW stark augmentiert wurden und als extrem kompetentes Kampf- oder Spionagepersonal eingesetzt werden. Spezialagenten unterscheiden sich auch dadurch von normalem Personal, dass sie sich einen Codenamen aussuchen dürfen. Dieser soll Verwechslungen vorbeugen, ähnlich wie die Spitznamen bei MTF-Einheiten der Foundation. Eine der bekanntesten Spezialagentinnen ist Magma M. Professor Voss zählt sich selbst allerdings auch als Spezialagent. Vertrieb. Teil des IMBW, der damit beschäftigt ist, neue Aufträge zu besorgen, Verkäufe abzuwickeln und die Produkte des Instituts zu bewerben. Organisiert außerdem Seminare und Kurse für die Tests neuer Erfindungen. Verwaltung. Ein ganz normaler Verwaltungskörper. Personen von Interesse. Name Professor Alexander Voss. Funktion Leiter des Instituts für menschliche Bildung und Weiterbildung.
Aussehen unbekannt. Professor Voss trägt zu jedem Zeitpunkt komplett verhüllende Kleidung und einen futuristisch designten Motorradhelm. Vermutlich um seine anormal veränderte Gestalt zu verbergen. Allerdings ist bekannt, dass seine Körpergröße 231 cm beträgt. Benutzt von ihm ferngesteuerte RTI-Titanen mit dem Aussehen eines braunhaarigen, dünnen Mannes mit einer Körpergröße von etwa 186 cm, um mit anderen Menschen und der Welt zu interagieren. Diese tragen immer eine Fliege am Hals. Lebenslauf. Untersuchungen haben ergeben, dass die Identität von Professor Voss gefälscht war. Seine Promotionen sind allerdings mit Ausnahme des Datums des Erhalts echt. Ermittler entdeckten schließlich einen gleichnamigen Professor, der 1892 in Heidelberg im heutigen Baden-Württemberg, Deutschland geboren worden war. Es wird aufgrund des Aussehens der von Voss verwendeten RTI-Titanen angenommen, dass es sich bei ihm und dem jetzigen Professor Voss um dieselbe Person handelt. Die Wahrscheinlichkeit dieser These wurde von der Archiv Kikai mit 92% berechnet. Laut erhaltenen Informationen wuchs Professor Voss in Heidelberg auf und studierte Medizin an der Universität der Stadt, bevor er 1915 im Zuge des Ersten Weltkriegs vom deutschen Heer als Sanitäter eingezogen wurde. Nach dem Ende des Krieges setzte Professor Voss sein Studium fort und promovierte mehrfach, bis er 1931 seinen Professorentitel erhielt und an der Leistungssteigerung des menschlichen Körpers forschte. Professor Voss tauchte 1934 nach der Etablierung des nationalsozialistischen Regimes ab. Seit diesem Punkt existieren keine öffentlichen Aufzeichnungen mehr. Was in der Zeitperiode von 1935 bis 1984 mit ihm passiert ist, ist unbekannt. Seit 1994 verheiratet und zeugte 2 Kinder, allerdings verschwand seine ganze Familie 2002 unter mysteriösen Umständen. Besonderheiten: Professor Voss ist einer der am stärksten anormal augmentierten Menschen, die der Foundation bekannt sind. Zu dem Punkt, dass sogar seine DNS und seine Körperbiologie nur noch unzureichend als menschlich identifiziert werden können. Zu seinen anormalen Eigenschaften zählen unter anderem eine kybernetische Armprothese, linker Arm mit zahlreichen eingebauten Waffen und anderen Funktionen. Allen voran eine starke Plasmawaffe in der Handfläche. Scheint vom IMBW immer weiterentwickelt zu werden, da im Laufe der Zeit neue Funktionen dazu kamen und andere ersetzt wurden. Die Fähigkeit, seinen Körper mit Panzerplatten aus einem unbekannten Metall überziehen zu können, widerstehen Maschinengewehrfeuer und Granatexplosionen. Ein etwa 2,5 Meter langer, kahler, spitz zulaufender, mässiger Schwanz, der scheinbar eine Verlängerung seiner Wirbelsäule darstellt. Von hellgrüner Farbe, ist normalerweise unter seiner Kleidung verborgen. Es ist unbekannt, von Professor Voss ihn um seinen Körper wickelt oder einziehen kann. Wird als Waffe und als Greifwerkzeug benutzt. Die Fähigkeit, seine eigene Biomasse nach Belieben manipulieren zu können. Ermöglicht, wenn nötig, rapides Muskelwachstum und Reduktion sowie die Formänderung von Körperteilen. Moderate Regenerationskräfte erlauben ihm, sich innerhalb einiger Tage selbst von tödlichen Wunden oder gar Amputation komplett zu erholen. Die Fähigkeit, empfangsfähige Elektrogeräte durch ein Implantat in seinem Kopf zu steuern, wird unter anderem zur Fernsteuerung seiner RTI-Titanen benutzt. Mehrere parallele Bewusstseine, die in Harmonie arbeiten, ermöglichen es Professor Voss, extremes Multitasking zu betreiben. Es wurde beobachtet, wie er auf diese Weise bis zu 5 seiner Titanen über hunderte Kilometer hinweg gleichzeitig steuern konnte. Der Professor ist zudem für sein einnehmendes Charisma bekannt. Es gibt Informationen über Fälle, in denen er Mitglieder feindlicher Gruppierungen erfolgreich dazu überredet hat, stattdessen für ihn zu arbeiten. Darunter auch einige Mitarbeiter der Foundation. Paranormale Effekte werden in Betracht bezogen, konnten aber bisher nicht bewiesen werden. Außerdem ist er nicht zuletzt wegen seiner psychologischen Auffälligkeiten als hochgefährlich eingestuft. Agenten im Feld wird empfohlen zu fliehen, wenn sie ihm überraschend begegnen sollten. Ein genaues Profil seiner Psyche wird im Moment noch erstellt. Name: Magdalena Markelina Mager. Codename: Magma M. Funktion: Kampfpersonal, zuständig für das Einfangen und die Beschaffung von Anomalien. Aussehen: kinnlange braune Haare, schlank, etwa 183 cm groß, vermutlich in ihren 30ern, trägt fast immer verhüllende Kleidung, meist in hitzebeständiger Kampfmontur angetroffen. Lebenslauf: unbekannt, wurde laut erhaltenen Informationen 1992 von Professor Voss von der Straße aufgelesen. Hat durch einen nicht näher bekannten Unfall alle Gliedmaßen außer dem rechten Arm verloren, welcher aber stark verstümmelt wurde.
ist vom IMBW mit Prothesen und Argumentierungen versorgt worden, um wie ein normaler Mensch funktionieren zu können. Der rechte Arm wurde dabei entfernt und ebenfalls ersetzt. Ist seit 2000 dem Kampfpersonal des IMBW zugeteilt und gilt als einer der fähigsten Agenten bei der Beschaffung von anomalen Objekten und Entitäten. Besonderheiten: kybernetisch augmentiert, besitzt mechanische Gliedmaßen sowie maschinelle Verstärkungen an der Wirbelsäule, dem Becken, den Schultern und dem Schädel. Die Körper- und Widerstandskraft wurden dadurch extrem erhöht, besitzt Erfahrung im Umgang mit zahlreichen Handfeuer- und Nahkampfwaffen. Ist außerdem in der Lage, mit ihren Prothesen Temperaturen von bis zu 8000 Grad Celsius zu erzeugen, wobei ihr Körper der Hitze scheinbar ohne Schaden widerstehen kann. Leidet außerdem scheinbar an einem Superheldenkomplex, da sie unter anderem vor feindlichen Individuen darauf besteht, mit ihrem Codenamen adressiert zu werden. Wird als hochgefährlich eingestuft. Beziehung zu anderen Interessengruppen. SCP Foundation. Gesinnung: feindlich. Derzeitige Beziehung. Das IMBW spricht seinen Lob für die Dokumentation und Forschung an manchen Objekten aus. Zudem zeige das IMBW großes Interesse an Anomalien, welche der menschlichen Entwicklung und Bildung dienlich sein könnten. Dennoch hält die Institution die Gefangenschaft mancher SCP-Objekte für schwachsinnig. Nach mehreren Vorfällen im Jahre 2004, in denen das IMBW versuchte, SCP-Objekte zu entwenden, ist die Beziehung zur Foundation stark unterkühlt. Gegeben der Verfolgung durch die Foundation ist sich das IMBW nicht zu schade, Überfälle auf Foundation-Standorte zu verüben und gelagerte Anomalien zu entwenden. Die Magierakademie. Gesinnung: feindlich. Derzeitige Beziehung. Das IMBW beschäftigt einige übergelaufene Zauberer, welche ihre Fertigkeiten nutzen, um neue Anomalien für die Gruppierung zu kreieren. Weiterhin arbeitet das Institut aktiv daran, künstlich Magier zu erschaffen, welche als eine Weiterentwicklung des Menschen angesehen werden. Die Magierakademie sieht sich aufgrund wiederholter Brüche ihrer Charta durch IMBW-Zauberer moralisch und rechtlich dazu verpflichtet, das IMBW zu bekämpfen und zu zerschlagen. Fallen der Akademie Schöpfungen des IMBW in die Hände, tut sie ihr Möglichstes, um diese unschädlich zu machen oder zumindest von ihren Anomalien zu befreien. Das Vierte Reich. Gesinnung: feindlich. Derzeitige Beziehung. Herr Rass hatte Akolyt Stier beim IMBW eingeschleust und mit diesem zahlreiche Ressourcen des Instituts für das Vierte Reich umgeleitet. Der Akolyt wurde allerdings 2010 entlarvt und später vom Vierten Reich befreit. Herr Rass verweigert seitdem eine Zusammenarbeit und weitere Infiltrationen aus unbekannten Gründen. Das IMBW seinerseits belächelt die Vision des Vierten Reiches als undurchdacht und zum Scheitern verurteilt und sieht die Aktionen der Organisation als Verschwendung nutzbaren Potenzials an. Sollten sich Mitglieder beider Gruppierungen begegnen, kommt es meist zu Auseinandersetzungen. Abteilung 25. Gesinnung: neutral. Derzeitige Beziehung. Das IMBW gelangte 2000 durch Zufall an einige Objekte der Abteilung 25, besitzt jedoch keinerlei Informationen dazu. Das mangelnde Wissen über die Anwendung der Objekte führt gelegentlich zu Fehlbedienungen der Anomalien oder dem erst zu spät erfolgenden Feststellen von unerwünschten Nebenwirkungen. Zur Involvierung der Abteilung zu Zeiten der DDR gibt es nur unzureichende Informationen. Allerdings ist bekannt, dass die Stasi Wissen des Instituts für eigene Zwecke abgeschöpft hat. Cecus Carnelianer Kollektiv. Gesinnung: neutral. Derzeitige Beziehung. Aufgrund der Entwendung von 2 fühlenden SCPs der Foundation, welche in Beziehung zu dem Kollektiv standen, wurde das Kollektiv auf das IMBW aufmerksam. Es hat als solches kein Problem mit der Weiterentwicklung der Menschen und den weiteren Vorhaben des IMBW. Einige Mitglieder hegen allerdings immer noch Grolle wegen der Entführungen und der nie erfolgten Herausgabe ihrer Kameraden und versuchen gelegentlich trotz Kevers Verbot, das IMBW anzugreifen. Fehlschläge haben meist die Gefangennahme der Mitglieder zur Folge. Sonderkommando für Paranormales. Gesinnung: unbekannt. Derzeitige Beziehung. Es ist unbekannt, ob Professor Voss oder andere Mitarbeiter des IMBW je mit dem Sonderkommando in Kontakt geraten sind. Bekannt ist allerdings, dass sich einige Arbeiten des IMBWs auf Designs der aufgelösten Nazi-Organisation stützen. Raptor Tech Industries. Gesinnung: gut. Derzeitige Beziehung. Es existiert ein Handelsabkommen mit Raptor Tech Industries, welches dem IMBW Zugriff auf eine Reihe von RTI-Technologien und Gelder ermöglicht, während es gleichzeitig neue Technologien zur Verstärkung menschlicher Soldaten für den Waffenproduzenten entwickelt.
RTI sind die Ziele des IMBW egal und konzentriert sich bei der Interessengruppe nur auf die Herstellung und Vermarktung von Anomalien und Technologien. Das Wunderkabinett, Gesinnung neutral. Derzeitige Beziehung. Das Institut sieht das Wunderkabinett und seine Mitglieder als mögliche Optionen zur Erforschung menschlicher Evolution. Allerdings weiß Mirabilis um die Menschenversuche des IMBW und lehnt daher eine Interaktion strikt ab. Professor Voss ist außerdem eine der wenigen Personen, die in den Läden des Kabinetts lebenslanges Hausverbot hat. Aufgrund vergangener heftiger Gegenreaktionen auf versuchte Kontaktaufnahme seitens des IMBWs gehen sich beide Gruppen, wenn möglich, aus dem Weg.